Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute nochmal auf dem Beta-Server, weil die Thematik natürlich jetzt gerade brandheiß ist und ich auch finde ziemlich spannend ist und ich euch nach den ersten 300 Alu so ein bisschen mein Feedback zu dem Ganzen geben möchte und vor allen Dingen heute auch reinschauen möchte, da wir heute natürlich schon ein anderes Level haben, als wir gestern gestartet, mit dem wir gestern gestartet haben. Wir haben ja direkt mit Stufe 1 angefangen zu spielen und da war die Abenteuerlust natürlich noch begrenzt zum Anfang, beziehungsweise die Quests waren ziemlich low gewesen, sag ich mal. Wenn wir jetzt hier raufgehen, dann haben wir schon 25 Durst, die wir, oder Alu, die wir mit einmal trinken können. So, und die Quests, die werden nachher dann wahrscheinlich so unterteilt sein in ja, so normale Quests, wie wir die auch kennen, wenn wir jetzt hier normal raufgehen würden ins, was weiß ich, so 10 Minuten, 7 Minuten 30. Ne, hier, ihr seht, die Questzeiten sind teilweise immer noch komisch, weil sich das immer noch nicht ganz eingependelt hat. Aber umso höher man im Late Game ist, umso höher werden wir auch hier wahrscheinlich die Abenteuerlust trinken können. Das heißt, dementsprechend geht das natürlich nachher auch alles ein bisschen schneller seinen Gang, als es gestern den Anschein gemacht hat. Wie gesagt, man muss dazu sagen, das ist hier auf Stufe 1. Und nochmal ganz großen Disclaimer vorab. So wie ihr das hier seht, wird das wahrscheinlich auch nicht ins Spiel umgesetzt werden. Es soll ja erstmal zumindest Feedback eingesammelt werden, ob die Idee dahinter überhaupt von der Community so angenommen wird, ob das verständlich ist, ne, ob das gut rübergebracht ist. Und dann muss man nachher später auf die Balancing-Parts achten. So. Was für einen Mehrwert bietet das der Community bzw. dem Spieler? Warum sollte man gerade das machen und nicht hier die normale Abenteuerlust? Ist das hier besser als normal Abenteuerlust zu spielen oder lohnt es sich mehr, die normale Abenteuerlust zu spielen? Ne? Was für Vorteile hat der Spieler dadurch? Zeitersparnis und auch Statpunkt-technisch bzw. XP mehr Vorteile. Wie skaliert das Ganze im Late Game? Das würde ich auch gerne wissen. Ich würde ganz gerne mal so einen Account auf Stufe 5, 600 hier ganz gerne mal testen wollen, um zu sehen, wie dann die Quests so aussehen. Wie skalieren die Belohnungen? Ja, zum Beispiel diese Koffer, auf der hier die alte sitzt hier. Die ist zum Beispiel, das macht den Anschein, als ob die komplett schlecht skalieren im Late Game nachher, auch später sogar, jetzt nicht nur zum Anfang, sondern später auch. Und das sind alles so eine Sachen, ne? Also neben dem Aspekt, dass das natürlich was Neues ist, was Spaß macht, was Abwechslung bietet, ne, was natürlich sehr positive Sachen sind, muss es natürlich auch auf der, ja, ich sag mal, auf der mathematischen bzw. Berechnungsebene auch passen, dass sich das für den Spieler auch wirklich lohnt, dieses Abenteuer zu spielen. Ja, wir gehen jetzt mal rein, um mal zu schauen, was wir heute für Sachen bekommen. Wie gesagt, ich habe hier meine 300 Alu nur darüber jetzt laufen lassen und man sieht schon, dass die Belohnungen jetzt natürlich ganz andere sind als gestern zum Beispiel. Ja, was ich mir immer noch wünsche, ist, dass man auf keinen Fall über das I hier zu einem externen Fenster kommt und sich dann hier zum Beispiel erst durchlesen kann, was die ganzen Sachen eigentlich hier einem bringen. Ja, das sind so Sachen, die, weiß ich nicht, die müssten irgendwie ins Spiel selbst implementiert werden. Anders geht das nicht. So, wir hatten gestern nur begrenzt zeigen können, was es hier überhaupt für Möglichkeiten gibt. Jetzt sind diese Möglichkeiten zum Beispiel so andere schon. Ne? Also, man kann hier auch noch nicht großartig von Tipps oder irgendwie besten Möglichkeiten geben, was man annehmen sollte und was nicht. Man kann sich so grob ein Gefühl dafür entwickeln, was gut ist und was nicht, aber das wird ja natürlich alles noch überarbeitet. Zum Beispiel diese Schlüssel würde ich persönlich gar nicht annehmen. Ja? Man kann hier auf so einen Frog drücken, dann verliert man erstmal ein bisschen Ehre. Ja, wir haben ja hier anscheinend eine Quest zu laufen, dass wir die Kuchen einsammeln müssen. Und umso mehr Kuchen wir haben, umso besser wird dann die Quest am Ende. Ja, auf der Hälfte der Ebene kommt halt immer so ein Monster, gegen das wir spielen. Und diese
diese Buffs hier, diese Wanted-Schilder von diesen Typen, die sind auch immer sehr nützlich, auf jeden Fall, weil die halt auch gut Ehre geben, so, ne? Manchmal hast du auch nur die Möglichkeit, hier sowas wie einen Schlüssel anzunehmen oder so, was natürlich jetzt auch nicht so gut ist. Ja, wir nehmen den mal mit und könnten den quasi jetzt nochmal nehmen. Wir könnten aber auch den Kuchen nochmal nehmen. Ne? So, das bringt uns jetzt auch nichts mehr. Und jetzt haben wir hier halt die Aufgabe erledigt, haben 8 extra Ehre bekommen, müssen nochmal gegen ein Monster kämpfen und das ist unser Endergebnis, ja. Man kann hier bis zu 3 Sterne bekommen. Wie sich die ganz zusammensetzen, ist mir noch nicht ganz klar. 1 Stern bekommt ihr auf jeden Fall durch das Erfüllen der Quest. Falls ihr dies nicht tut, dann habt ihr auf jeden Fall auch schon mal einen Stern weniger. Es kann auch sein, dass euch Ehre abgezogen wird, wenn ihr eure Quest nicht erreicht habt. Und das wirkt sich natürlich dann auch irgendwo auf eure Beute dann aus, ne? So, ich hatte da teilweise schon gestern Leute gesehen, die 69 Ehre und sowas zusammen bekommen haben, was natürlich auch strong ist. Ja, was Höheres habe ich glaube ich noch nicht gesehen, 70 glaube ich noch nicht. Und die Aufgabe hatten wir zum Beispiel gestern schon, das ist über mehrere Etappen. Hier das Einhorn zusammensammeln, hier kann man wieder ein bisschen Minus bekommen, um diesen Drachen, glaube ich, hier zu beschwören, der einen wieder dann Plus gibt. Wir gehen mal erstmal noch auf das Unicorn. Ja, weiß nicht, hier nehmen wir einfach die Torte mit. Hier können wir dann den Drachen nehmen. Den bekommt man dann durch diesen Marterpfahl, den man dann erst -2 mäßig investiert hat, um das +10 rauszubekommen. Oder was das war. Hier nehmen wir mal den Regenbogen so, weil das ist halt eine mehrstufige Quest. Wenn man die annimmt, dann muss man die auch, also ne, ich glaube, das war jetzt das Einhorn, dann der Esel, Regenbogen und dann, also es sind 4 Etappen, die man machen muss, um das Einhorn zu bekommen. Aber das lohnt sich natürlich schon. So, da haben wir das hier, gibt nochmal 7. Wir haben die Quest nochmal erfüllt, nochmal +10. Und am Ende haben wir hier wieder +48. Ja, ich glaube, alles, was nachher so über 40 ist, macht sich auch gar nicht mehr großartig irgendwie bemerkbar. Ich hatte hier auch schon teilweise ganz andere Quests gehabt, die auch ganz cool sind, wo man halt verschiedene Einzelteile, Körpereinzelteile und sowas zusammen suchen muss. Mal gucken, ob wir das nochmal irgendwie schaffen hinzubekommen, damit ich euch zeigen kann, worum das Ganze hier geht. Aber man merkt jetzt schon, dass wir auf jeden Fall deutlich schneller vorankommen als, gut, das bringen wir jetzt gar nichts hier auf der letzten Ebene, dass wir deutlich schneller vorankommen als gestern, weil wir natürlich auch deutlich mehr Abenteuerlust verbrauchen, ne? Gestern hatten wir ja wirklich sehr mühselig das geschafft und jetzt sieht man halt, ich hatte jetzt hier, wie viel, die 3. oder 4. oder so, ne? Hatten wir jetzt angenommen, ich glaube jeweils für 25 immer, ne? Und das geht dann schon relativ fix. Aber dann muss man halt auch eben wirklich wissen, lohnt sich das jetzt für mich so? Ne? Ist das jetzt erstrebenswert, was ich hier mache? Ist das besser als das normale Abenteuerlustgeklicke? Wie ist das nachher, wenn so zum Beispiel die Pets ins Spiel kommen? Kriege ich dann halt auch andere Belohnungen? Ne? Gut, mit dem Phoenix habe ich jetzt noch nicht ganz rausgefunden, was das gibt. Da muss es, glaube ich, irgendwie auch noch eine Anschlussquest oder sowas für geben, weil die habe ich, glaube ich, noch nicht gefunden. Ja, weil das ist natürlich, ne, der Spieler muss sich irgendwo sicher sein, finde ich zumindest, dass, ja gut, eigentlich will ich hier nochmal so ein Campfire haben hier ganz gerne. Ich als Spieler muss mir sicher sein, das ist so mein größtes Problem, was ich gerade so ein bisschen damit habe. Guck mal, jetzt habe ich zum Beispiel nur, jetzt hat mir ein Stern gefehlt. Das muss für mich effektiver sein als das normale Abenteuerlustgeklicke. So, ne? Und ich weiß nicht, teilweise kommt mir das halt vor, so ein bisschen wie ein Gamble. Jetzt müssen wir quasi zum Beispiel diesen Butler zusammensammeln mit diesen Einzelteilen hier. Hier könnte man den Butler nochmal verstärken, wenn der aufkommt. Ja, wir probieren es einfach mal. Wir müssen aber noch mehrere Einzelteile zusammensammeln. Das ist natürlich auch immer ein Stück weit Risiko, ne? Und das kommt mir halt vor wie so ein Gamble, dass wenn ich jetzt, hier sind zum Beispiel weitere
Gebeine sozusagen. Das kommt mir halt vor wie ein Gamble. Risiko, ob ich hier meine Abenteuerlust auf Spiel setze für einen größeren Reward oder ob ich das lieber sein lasse und normal meine Abenteuerlust queste. Weil, überlegt euch mal, im Late Game eine 2 Minuten 30 Quest bringt einem hohen Spieler 16,5 Millionen Gold für 2 Minuten 30 Alu. So, das muss schon richtig hart scheppern, wenn ich hier 25 Alu auf meinem Main auf Spiel setze. Ja, das ist meine größte Sorge, dass das nicht den Ausgleich schafft, als wenn ich so manuell meine 2 Minuten 30 Quests aussuche und rechnet das euch mal auf 25 Alu hoch im Vergleich zu dem, was man hier halt für 25 Alu bekommt. So, das muss schon wirklich sehr hart reinknallen. So, und das ist so meine größte Sorge auf jeden Fall. So, 58 haben wir jetzt hier bekommen durch den Butler. Klaus, ja, also der knallt schon rein. Wir nehmen nochmal das Ding so und gucken mal, dass wir den wieder zusammengesammelt bekommen hier. Direkt, oh, das sieht gut aus, direkt zum Anfang. Hier haben wir zum Beispiel auch so ein Podest, wo wir so einen Pokal einsammeln können. Wir gehen mal auch da drauf, einfach mal auf Risiko, ja, mal schauen. Und das sieht zum Anfang immer alles ziemlich schlecht aus, muss ich sagen, mit diesen zusammengesammelt von den ganzen Sachen, weil, guck mal, wir haben jetzt minus 16. Wie sollen wir das noch ausgleichen? Ne? Aber man bringt sich erstmal ziemlich krass krank ins Minus, um dann nachher heftig ins Plus zu gehen. 45 bekommen wir für den und hier können wir jetzt erstmal schon mal unseren Pokal einsammeln. Da haben wir schon mal fast das ausgeglichen. So, jetzt sind wir natürlich auf Risiko gegangen, in der Hoffnung, okay, dass wir zum Schluss nochmal den Butler bekommen und bekommen ihn auch und haben auch die Quest fertig. So, können hier nochmal zum Schluss nochmal 2 extra einsammeln und dann sind wir auf 55. War, denke ich mal, auch ein ganz guter Run. Den Drachen kennen wir schon. Wir nehmen mal hier die beiden. Hier müssen wir so Kleidung zusammensammeln. Ich versuche euch mal so viel wie möglich zu zeigen. Wenn man die hier hat, dann bekommt man als nächstes die Chance auf den Drachen. Ne? Der Rachendrachen für 10, was auch kein schlechter Deal ist, weil im Prinzip gibt der 8. Also, ne? So 8 Heroism. Und hier in dem Fall würde ich den sogar annehmen, weil das ist so ein Standardding, 2 Stück nimmt man mit, lohnt sich nicht. Schlüssel skaliert schlecht, lohnt sich nicht, können wir gleich nochmal drauf achten, dass wir mal einen Run machen. Und hier haben wir halt, nachdem wir die hier genommen haben, den Drachen, gibt halt 8 Punkte, ist okay. So, auch bei diesem Wanted-Schild bringt einen auch deutlich mehr als das normale hier, aber man muss halt 2 Ebenen dafür investieren. Und man darf auch nicht vergessen, wir haben immer noch unsere Quest offen, die natürlich auch erfüllt werden muss. Ansonsten laufen wir Gefahr, dass wir hier das nicht schaffen. Deswegen, wir sind auf Etage 7. Jetzt nehme ich das nicht mehr, weil wir müssen unsere Quest hier zusammenkriegen. Okay, da haben wir die beiden. Da können wir die schon mal annehmen hier. Sehr schön, dann haben wir das. Und ja, dann kann man auf Nummer sicher gehen. So, hier auf der letzten Ebene braucht man natürlich die auch nicht mehr annehmen, weil danach ist hier vorbei der Run. Der war jetzt, glaube ich, ja, okay, sag ich mal. Ich glaube, ab 40 Punkte bekommt man hier auch nochmal einen Stern irgendwie. Genau. So, ja, das Toilettenpapier auch so ein Ding. 25 Alu muss man investieren und die Toilettenpapiere haben wir ja gestern gesehen, die waren jetzt nicht so strong. Ne? Die waren jetzt, weiß ich nicht, also so richtig gelohnt hat sich das irgendwie nicht. Wir sammeln die nochmal ein, um halt zu gucken, wie halt jetzt der Bonus ist auf einem höheren Level, sag ich mal. Nehmen das mal mit. So, nehmen das mit. Und jetzt brauchen wir einmal noch das Toilettenpapier hier. So, das. Okay, jetzt haben wir reingeschissen. Jetzt haben wir reingeschissen, haben die Quest nicht erfüllt, aber auch mal gut zu sehen, wie das so ist. Und kriegen dann minus 5 abgezogen. Die war nicht so gut, die Expedition hier. Und dann überlegt euch mal. Dann habt ihr dafür jetzt 25 Alu gezahlt. Will man das, ist die Frage. Ist halt High Reward, High Risiko. Ist es überhaupt High Reward? So, weiß ich nicht, ne? Ah, ja, stimmt, den Brunnen. Den gibt es ja auch noch. Der kam hier auch noch nicht vor. Da kommt halt die Alte aus The Ring hier raus, denn
ja, minus 5, aber belohnt euch danach denn mit plus 15. Ne? Sind aber es ist eine Quest, die über 3 Etappen geht. Muss man sich überlegen, ob man das so haben will. Ne? Gut, den Phoenix nehmen wir mal mit. Vielleicht können wir den nochmal irgendwie jetzt einlösen. Mal schauen. So, das Campfire sammeln wir mal ein. Das ist so eine Aufgabe. Je mehr man davon eingesammelt hat, umso höher ist nachher am Ende der Abschluss-Reward quasi. So, mit dem Phoenix habe ich jetzt noch nichts großartig anfangen können. Da müsste man mal wirklich reinschauen, was einen der Phoenix hier auch wirklich bringt. So, wir nehmen mal jetzt nochmal das Podest an. Und jetzt sind wir auch schon relativ schnell durch mit der Alu. Ne? Fast fertig. Gucken wir nochmal ganz kurz auf den Phoenix. Okay, das ist hier Campfire, dann Phoenix. Plus 5, oder durch das Campfire bekommt man den Phoenix, aber den haben wir ja auch im Inventar danach, ne? Einmal sein Burnout Campfire Infinitely. Ach, der macht dann das Campfire aus dann quasi, oder wie? Na, weiß ich nicht, bin ich noch nicht ganz hintergestiegen. So, jetzt gehen wir mal auf das Podest hier. Das ist quasi das zweite vom Podest. Wir können auch gleichzeitig auf die Ring-Alte gehen hier. So, dann nehmen wir nochmal das und dann haben wir das Podest schon mal erfüllt, plus 15 und haben damit die Quest schon mal erledigt, ja, was man hier oben sieht. So, dann nehmen wir noch die Ringalte mit hier, zack, so, und kriegen die auch nochmal hier auf der vorletzten Etage und zum Schluss nehmen wir nochmal das, was am meisten Heroism nimmt und da haben wir hier die Quest auch erledigt, 46. So, jetzt zeige ich euch nochmal ganz kurz, wie das aussieht. Den Butler. Haben wir den Butler? Ja, den Butler hatten wir schon mal zusammengesammelt, ne? Deswegen nehme ich mal eine Quest, die jetzt nicht so stark rewardet hier. Und jetzt gucken wir mal, jetzt machen wir mal einen Run, wo wir komplett versuchen, auf Schlüssel zu gehen. 1,40. Also das ist halt wirklich mehr als lächerlich. Gut, das brauchen wir auch nicht mitnehmen, das Reward-Ding, weil wahrscheinlich kriegen wir das eh nicht zusammen. Wir machen es mal. Aber wir gehen ja eh auf diese Schlüssel hier. Also, ja, diese Rewards aus diesen Koffern. Ich würde, glaube ich, diese Koffer und dieses Schlüsselsystem komplett weglassen. Also, entweder man grindet hier komplett auf das Schlussding. Halt irgendwie. Dass man versucht, ja, weiß ich nicht, so gut wie möglich die Quest abzuschließen. Ich meine, klar, ich verstehe, das ist so ein Ding, wo man die Leute mit so ein bisschen baiten möchte, beziehungsweise halt gucken will, ja, nimmt der Spieler das an oder nicht. Aber zu dem aktuellen Zeitpunkt, ja, ist es mehr als ratsam, nicht diese Schlüssel zu nehmen. Das kann sich natürlich noch alles ändern, im späteren Spielverlauf, aber aktuell würde ich davon halt eben ganz großen Abstand nehmen, weil das sich halt überhaupt nicht lohnt. So, da haben wir auf der letzten nochmal den Butler zusammengesammelt, damit die Quest nochmal einigermaßen erfolgreich ist. Und dann sind wir hier tatsächlich schon fast durch mit der kompletten Alu hier, ne? Okay, danach bekommt man dann halt diesen Phoenix und danach sind die Feuer dann quasi erloschen. Nach der Asche des Phoenix hier. 10 Stück. Achso, weil wir ja da vorher Wanted drauf gehabt haben. Und das Klopapier müssen wir auch noch einsammeln. Ja, haben wir auch noch geschafft. Die Quest auch noch erfolgreich erledigt. Und das brauchen wir nicht mehr annehmen. Kriegen wir eh nicht mehr auf der letzten Etage. Ja, 27. Okay. Also manche Aufgaben habe ich das Gefühl halt auch irgendwie, die sind jetzt nicht so belohnend wie manch andere Aufgaben. Aber auch da lehne ich mich da bisher so ein bisschen weit aus dem Fenster, weil ich das halt nicht ganz genau weiß. So, wir versuchen mal die alte hier zusammen zu sammeln. So, ich glaube, das ist auch mit diesen Ballons gemeint, dass wir das bekommen hier. Okay, da haben wir das und die Ballons, ne? Ist das? Ja, das ist die Quest. Okay, gut, war ich mir jetzt nicht ganz sicher gewesen. So, nehmen wir nochmal das zum Schluss mit. Zack. Und haben hier nochmal einen sehr guten Run zum Schluss hingelegt. Alu ist leer.
Hat sich das jetzt gelohnt? Das ist die Frage. Ja, das sind so die Sachen, die ich mir jetzt bisher gestellt habe. Also es würde ich noch gerne ein bisschen im Late-Game-Bereich testen. Ne? Wie gesagt, macht euch da keine Sorgen, dass das so, wie es jetzt ist, ins Spiel kommt. Das ist wirklich eine ganz frühe Version davon und da wird sich bestimmt auch noch sowohl grafisch, technisch als auch ja, rechnerisch, dass sich das auch wirklich für den Spieler lohnt. Da wird sich wahrscheinlich noch ganz viel ändern. Das ist wirklich erstmal nur der erste Eindruck. Und ja, das soll soweit erstmal auch von Tag 2 des Beta-Servers gewesen sein. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Das war es soweit von mir. Ich verabschiede mich, wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.